Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen uns heute mal die Nvidia-Aktie an nach den Quartalszahlen, was das für die Aktie bedeutet, wie die Quartalszahlen so waren und was meine Einschätzung für die Kurz-, aber auch Langfristperspektive ist. Und AMD und IBM, hier gibt es eine spannende Partnerschaft im Bereich Supercomputer, die eventuell in den kommenden Jahren eine erhebliche Konkurrenz für Nvidia werden könnte. All das in diesem Video. Ja, Nvidia war das Thema in dieser Woche und die Quartalszahlen, ja, waren so ein bisschen gemischt ausgefallen, beziehungsweise, wenn man sich allein die Zahlen anschaut, eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber das werden wir uns gleich im Detail anschauen. Doch zuerst natürlich noch der Risikohinweis, dass alles, was ich sage, keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung darstellt und noch keine Finanzberatung ist, sondern lediglich meine eigene Meinung. Ja, kommen wir nun zum Chart der Nvidia-Aktie und hier seht ihr, was ja im Grunde passiert ist nach den Quartalszahlen, die hier am Mittwoch veröffentlicht wurden. Und wir sehen hier schon in grün, die Zahlen an sich waren eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also wir hatten leicht besser als erwartete Zahlen. Ja, ihr seht hier beim Umsatz 1,5% besser und beim Gewinn 4% besser. Das ist jetzt nicht üppig, ja, da ist man von Nvidia auch durchaus mehr gewohnt und vielleicht war das auch ein Faktor, warum die Börse so ein bisschen enttäuscht reagiert hat. Ihr seht es hier an der Stundenkerze, hier am Tag nach den Quartalszahlen hat die Nvidia-Aktie erstmal schlechter geöffnet. Die Aktie hat auch schon nachbörslich und negativ knapp 4% auf die Quartalszahlen reagiert. Allerdings werden die Verluste so ein bisschen wieder aufgeholt und das ist eigentlich tendenziell ein ganz gutes oder beziehungsweise positives Zeichen, denn ich bin auch, was die Nvidia-Aktie langfristig angeht, positiv gestimmt. Was hat es dazu oder die Aktie dazu bewogen, dass sie jetzt so negativ reagiert hat? Das waren sicherlich nicht die Quartalszahlen an sich, ja, was den Umsatz und den Gewinn betrifft, sondern es war mehr, ich sage mal, zum einen das verlangte Umsatzwachstum, was man natürlich hat, was zwangsläufig irgendwann mal gekommen ist. Und das habe ich mal in meinem Einschätzungsvideo vor den Quartalszahlen ja auch schon gesagt. Irgendwann mal wird der Zeitpunkt kommen, wo Nvidia diese hohen Wachstumserwartungen nicht mehr halten kann und dann entsprechend die Aktie auch ein bisschen langsamer performt. Wir werden gleich mal anschauen, was das bedeutet, was ich da für die Aktie erwarte. Tendenziell sehe ich die Aktie auch in den nächsten Jahren deutlich höher als aktuell, aber vielleicht nicht in der Geschwindigkeit, wie wir es in den letzten Jahren gesehen haben. So, ein weiterer Punkt, der so ein bisschen, ja, ich sag mal, die Aktie belastet hat, war der Bereich Datencenter, der ein bisschen schlechter war als erwartet. Ich meine, der Bereich ist immer noch gewachsen um 5%, aber die Börse hatte etwas mehr erwartet. Und ich sage mal so, bei so einer hohen bewerteten Aktie, beziehungsweise bei so einer Aktie, von der man so viel erwartet, da reicht dann auch schon mal so eine kleine Enttäuschung, ja, um entsprechend die Aktie dann, ich sag mal, in die Korrekturphase zu schicken. Also, dass die Aktie so ein paar Prozent verliert. Grundsätzlich, wie gesagt, bin ich recht bullish für Nvidia. Natürlich ist, wie gesagt, das Thema des Wachstums ein zentrales Thema. Und wenn wir uns das mal anschauen, dann hat Nvidia natürlich in den letzten Jahren ein überwältigendes Wachstum gehabt, ja, über 100%. Das wird sich in den nächsten Jahren auch weiter abflachen, denke ich. Und natürlich wird auch die Konkurrenz mit eigenen Chips und so auch immer weiter auf den Markt kommen und natürlich auch das Thema AMD und IBM, was wir gleich noch besprechen werden, könnte auch ein relevanter Faktor werden, aber ich finde, es gibt auch bullische Faktoren bei Nvidia und Nvidia ist natürlich hauptsächlich aktuell das GPU-Geschäft mit Datencenter. Aber was man nicht vergessen darf, Nvidia ist auch stark vertreten und immer mehr vertreten im Bereich autonomen Fahren und vor allem auch Robotik. Und wenn der Robotikmarkt so richtig in die Gänge kommt, und das sollte so ab 2030 der Fall sein, was die Analystenschätzungen angeht, dann glaube ich, kann sich hier auch ein sehr, sehr großes Marktsegment für Nvidia auch weiter auftun. Grundsätzlich, wenn wir uns mal so die Nvidia-Aktie anschauen, und da gehen wir mal ein bisschen in den größeren Chart. Und dann seht ihr auch doch schon so ein bisschen, ja, die Aktie ist schon sehr, sehr steil gelaufen in den letzten Jahren. Das war fundamental untermauert und war auch durchaus gerechtfertigt, ja, also so eine fast schon parabolische Bewegung. Ist tatsächlich jetzt in dem Fall gerechtfertigt gewesen, würde ich sagen, aber wird Nvidia weiter so performen in den nächsten Jahren? Ich glaube nicht, sondern Nvidia wird sicherlich gut laufen, aber vielleicht dann nur noch in dieser Geschwindigkeit, ja, in dieser Steilheit und dementsprechend glaube ich, dass wir einfach hier in der Phase von Nvidia bei der Größe angelangt sind, wo man einfach nur noch langsam wächst, aber auch stetig, ja, das ist also sprich, die Volatilität geht vielleicht auch ein bisschen raus und ich sag mal so, für die Nerven ist es auch ein bisschen beruhigender, was das angeht. Ja, grundsätzlich von den Fundamentalkennzahlen muss man, glaube ich, nicht viel darüber verlieren, als dass die natürlich gut waren.
Bei den Analystenschätzungen geht es so ein bisschen in zwei Richtungen. Die einen haben die Kursziele gesenkt, die anderen haben sie erhöht. Wenn wir uns mal auf die aktuellen Durchschnittsprognosen mal anschauen, auf der Einjahresbasis, dann sehen wir hier eine durchschnittliche Performance von 14%, die noch in der Aktie steckt. Und ein positiver Faktor, der auch eventuell noch nicht so im Markt eingepreist ist, ist der Faktor China. Das heißt, wenn der Markt sich in Richtung China öffnet, könnten hier auch entsprechend oder könnte das ein entsprechender Boost für den Umsatz und auch für den Gewinn dann entstehen. So, was erwarte ich jetzt für die Aktie in der Mittelfrist und in der Langfrist? Langfristig habe ich ja das schon angezeichnet, dass ich glaube, dass Nvidia durchaus noch weiter steigen wird, aber eben nicht in der Geschwindigkeit. Das heißt, wir werden sicherlich einen Aufwärtstrend sehen, aber eben nicht mehr so steil. Kurzfristig würde ich sagen, dass wir vielleicht auch tatsächlich erstmal bei Nvidia so ein bisschen in eine Seitwärtsphase gelangen könnten. Also wir haben jetzt hier so ein Zwischenhoch gesetzt, beziehungsweise ja eigentlich im Prinzip das Allzeithoch, was so ein bisschen einen Deckel nach oben setzt. Auf der oberen Seite bei $185 ungefähr. Auf der Unterseite haben wir jetzt 155, wenn man das mal so ein bisschen runden. Und ich denke tatsächlich, dass wir vorerst hier in so einer kleinen Seitwärtsphase eventuell laufen könnten, um dann schlussendlich vielleicht mit den Q4-Quartalszahlen dann nach oben auszubrechen. Ich denke, sicherlich in den nächsten Monaten wird man dann eine Gelegenheit haben, Nvidia vielleicht auch nochmal günstiger zu bekommen. Und dann ist es meiner Meinung nach auch eine Einstiegsmöglichkeit. Wie gesagt, keine Anlageberatung, aber das ist so das Szenario, was ich für am realistischen halte, dass wir einfach so ein bisschen jetzt die Luft rausnehmen. Ja, die Aktie ist ja auch schon wirklich sehr, sehr gut gelaufen, wenn wir uns mal alleine den Chart hier anschauen, seit Ende April. Und da ist so eine Seitwärtskonsolidierung einfach normal und gesund für so eine Aktie. Und von dem her, wenn die Nvidia-Aktie nochmal in so Bereiche von unter 170, Bereich $160 kommt, denke ich, kann man ganz gut zugreifen. Wie gesagt, keine Anlageberatung, aber das sind so die Bereiche, wo ich dann auch quasi dann auch die Aktie auf meine Watchlist packen würde, beziehungsweise für Einkauf dann eventuell in Frage kommt. So, kommen wir mal zu Nvidia und AMD und da gibt es diese Nachricht, dass eben Nvidia und IBM, nicht Nvidia, sondern AMD und IBM, Entschuldigung, entwickeln gemeinsam Supercomputerarchitektur. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr interessanter Bereich, wo man auch gleich vorweg sagen muss, das ist jetzt kein Thema, was jetzt nächstes Jahr ansteht und relevant ist, sondern das wird tatsächlich noch einige Jahre brauchen. Wir sprechen hier von Systemen, die ja im Bereich Supercomputing zu Hause sind, also auch im Bereich Quantencomputer. Und da wird eben IBM und AMD werden da stark zusammenarbeiten und auch generell hat sich das so ein bisschen gezeigt, dass AMD jetzt nicht nur so, ich sag mal so ein Trostkauf ist, ja, also dass quasi AMD so als die kleinen Reste vom Markt bekommen, weil eben die Firmen sagen, okay, wir wollen nicht nur Nvidia als Monopol haben, sondern wir wollen auch eine Konkurrenz haben in Form von AMD und deswegen geben wir AMD so, ich sag mal so Mitleidsaufträge. Sondern tatsächlich zeigt sich in der Zwischenzeit, dass AMD auch wegen der Leistung gekauft wird und auch, sag mal, technologisch interessanter wird für die Firmen. Und hier sind auch zumindest hier Analyst William Stein hat die Aktie auch schon hochgestuft von Hold of Buy, die Aktie von AMD und auch das Kursziel ordentlich angehoben. Wir werden uns gleich mal die Aktie mal anschauen im Chart, was das genau bedeutet. Die AMD-Aktie ist natürlich auch im Vergleich zu Nvidia deutlich höher bewertet. Also wenn wir uns mal hier das KGV anschauen, dann haben wir hier ein KGV von knapp 100, bei einem deutlich geringeren Wachstum. Bei Nvidia haben wir ein KGV so um die 55 und das ist natürlich auch, ich sage mal, ein Punkt, wo man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten muss, dass bei entsprechendes Risiko besteht bei schlechten Nachrichten, dass auch die Aktie mal eine stärkere Korrektur erleiden könnte. Grundsätzlich sind es jetzt allerdings fundamental positive Nachrichten, die, wie gesagt, sich nicht kurzfristig auswirken dürften, aber langfristig, glaube ich, eine ganz gute Chance für die Aktie bieten dürften. Und auch für AMD, glaube ich, ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir neue Allzeithochs sehen. Und das erwarte ich in den nächsten Jahren, dass auch bei AMD eine entsprechende gute Performance liefern könnte. Diese Partnerschaft mit IBM ist natürlich auch entsprechend interessant, weil man hier dann mit IBM auch einen sehr, sehr starken Partner im Bereich Supercomputer hat. Und gerade auch im Bereich Quantencomputer, was ja die nächste Generation ist. Natürlich wird es, denke ich sag mal, das Segment Quantencomputer geben, aber auch das Segment weiterhin mit GPUs. Ich denke, da wird sich der Markt ergänzen und nicht quasi ausschließen.
Und deswegen glaube ich, dass hier neue Möglichkeiten und neue, ich sag mal, Umsatzchancen für AMD entstehen könnten. Von der aktuellen Bewertung, in der seht ihr so ein bisschen, hatten wir bei AMD, und das ist auch das, was die Aktie so ein bisschen nach unten gerissen hat in den Quartalen, in den letzten Quartalen oder ja, in 2025 insgesamt eigentlich. Das haben wir die starke Erholung gesehen. Wir haben im Prinzip diesen Aufwärtstrend wieder etabliert, und hier rein charttechnisch ist schon mal ganz klar, auch wenn wir vielleicht kurzfristig einen kleinen Rücksetzer sehen könnten auf die 150-Dollar-Marke bei AMD, da sind wir immer noch im Aufwärtstrend, und dementsprechend wäre es nur eine Frage der Zeit, bis wir hier den Aufwärtstrend nach der Konsolidierung fortsetzen und dann in Richtung Allzeit hochlaufen bei 230 Dollar. Ich glaube nicht, dass es in 2025 stattfindet, aber 2026 könnte, glaube ich, ein ganz gutes Jahr für AMD werden, da sich so die Nachrichtenlage jetzt auch verbessert. Wie gesagt, von den Fundamentalkennzahlen ist es natürlich nicht ganz so gut vergleichbar mit AMD, aber auch hier sieht man eigentlich positive Trends. Auch bei der Bruttomarge hat man sich in den letzten Quartalen verbessert. Da war jetzt eine Ausreißer, müssen wir beobachten. Jetzt hier in den letzten Quartalszahlen nach unten, diese Ausreißer hier. Da müssen wir schauen, ob der sich wieder erholt. Aber grundsätzlich von der Profitabilität hat sich hier einiges getan. Return on Investment Capital hat sich deutlich verbessert, und auch der freie Cashflow. Da hatten wir einen rekordfreien Cashflow in dem Quartal hier im letzten, und das war schon dementsprechend hier auch ein sehr, sehr positives Zeichen. Also AMD, wenn man ein bisschen Geduld mitbringt, kann man, glaube ich, kann man auch eine ganz gute Performance mit der Aktie erzielen. Kurzfristig, wie gesagt, glaube ich auch hier, weil wir ganz gut gelaufen sind in den letzten Wochen und Monaten, dass wir einfach diese Konsolidierungsphase haben. Ich sage mal, eine wichtige Marke ist auf jeden Fall hier so die 50-Tages-Linie hier bei 160 Dollar. Da sollte die Aktie nicht drunter fallen. Sollte die Aktie hier unter 160 Dollar fallen, dann wie gesagt, könnten auch nochmal tiefere Regionen in Betracht kommen, ja, im Bereich von 150 Dollar. Aber langfristig, wie gesagt, hat sich ja die Perspektive für AMD ins Positive gedreht, und dementsprechend würde ich die Aktie auch zumindest mal auf die Watchlist packen, und dann entsprechend bei einem Rücksetzer auch dann einzusammeln, wenn es sich ergibt. So, gucken wir mal auf IBM. Das ist ja der zweite Partner von AMD. Oder die zweite Partei in dem Bunde. Und hier sehen wir, die Aktie ist natürlich auch sehr, sehr gut gelaufen, und das war dem Hype, kann man fast schon sagen, im Bereich Quantencomputer geschuldet. Die Aktie natürlich jetzt auch inzwischen oder war relativ hoch bewertet, ist die Bewertung natürlich auch ein bisschen runtergekommen. Wir sehen hier IBM in der Spitze bei einem KGV von 50, damit war man fast schon so teuer bewertet wie Nvidia, aber man ist natürlich nicht so stark gewachsen. Das heißt, man war relativ gesehen schon deutlich teurer, und auch jetzt würde ich immer noch IBM als teuer einstufen. Aber ich sage mal so, ein positiver Trend, der hält so lange an, bis er bricht, und der Trend in dem Fall von IBM bricht erst, wenn wir, ich sag mal, unter die 230 Dollar fallen. Dann dreht sich diese Marktstruktur, dieser Aufwärtstrend, den wir hier abbilden, das seht ihr an der 50-Wochen-Linie, die wir immer mal wieder berührt haben, die wir jetzt aktuell berühren, und wie es ausschaut, auf dem Weg nach oben sind. Und dementsprechend glaube ich auch, dass es kurzfristig für IBM wieder nach oben gehen kann. Man weiß natürlich auch nie, gerade aus dem Bereich Quantencomputer, wenn es da positive Neuigkeiten gibt, News, Schlagzeilen, dann kann das natürlich auch so eine Aktie wieder einige 5, 10 oder vielleicht sogar 20% nach oben jagen in relativ kurzer Zeit, was wir ja auch schon mal gesehen haben. Grundsätzlich, langfristig finde ich IBM interessant, und auch hier, glaube ich, ist es auf dem aktuellen Niveau im Gegensatz zu den beiden anderen Aktien, die kurzfristig ja nochmal einen kleinen Kursrutsch erleben könnten, ja, also tiefere Kurse sehen könnten, glaube ich, dass wir bei IBM tatsächlich auf dem aktuellen Niveau eine ganz oder relativ interessante Möglichkeit haben, hier bei der Aktie einzusteigen. Aufgrund der hohen Bewertung würde ich aber tatsächlich nicht sagen, dass man nicht mit 100% des geplanten Investments einsteigen sollte, sondern vielleicht eben nur 50%, um dann eben die Chance zu haben, dass man dann bei einem klaren Weg entweder in Richtung neue Allzeithochs oder wenn die Aktie doch nochmal tiefer fallen sollte, dass man dann entsprechend die Chance hat, dann nachzukaufen. Wie gesagt, also bei IBM ist auch sehr viel Fantasie drin. Das ist natürlich auch der Grund, warum die Aktie so hoch bewertet ist, ja. Aber grundsätzlich, wenn man hier Geduld mitbringt, glaube ich, dass man hier eine ganz gute Performance auch in den nächsten Jahren bei IBM erzielen könnte. Können uns hier auch mal die Analystenschätzungen anschauen. Auch hier sind sie eigentlich recht bullish. Da ungefähr 17% auf der Einjahresprognose. Klar, das sind jetzt keine KI-Highflyer, die sich mit mehreren 100% pro Jahr nach oben bewegen, aber wir haben auch hier Unternehmen, die im dreistelligen Milliardenbereich bewertet sind. Dementsprechend
ist natürlich eigentlich auch fast schon, ich sag mal, ein defensiveres Investment, wenn man gerade in den Bereich von Tech investieren möchte. So, das war's von meiner Seite, ein kurzes, knappes Video über die 3 Aktien. Und ja, lasst gerne einen Daumen da nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und dann hoffe ich, dass wir uns bei einem von den nächsten Videos wiedersehen. Bis dann wünsche ich euch alles Gute, viel Erfolg und ciao.